Heute ist der 10. Oktober 2025. Okay. Also es geht weiter mit dem Talmud Emanuel. Ja, Schärfe. Und Kapitel 3. Dann geht es um Johannes den Einweihenden. Genau, ich lese kurz was vor. Erklärung. Also Johannes der Einweihende. Zu jener Zeit kommete Johannes der Einweihende, in Klammern, der die Initiation vollziehende, der die Einweihung, in Klammern Initiation, durchführete, nach der alten Lehre der Propheten, und er lehrete an den Ufern des Jordans am Rande der Wüste, nahe am Toten Meer. Erklärung: Eine Einweihung, in Klammern Initiation, ist durch bestimmte Bräuche geregelt, wobei im Fall des Johannes des Einweihenden der Einweihungsbrauch, in Klammern Initiationsbrauch, dazu diente, die Menschen, die sich der alten Lehre der Propheten zuwandten, in die Lehre einzuführen und sie in den Kreis der Lehre und der Wahrheitswissenden aufzunehmen. Und dann etwas weiter schreibst du dann auch noch als Erklärung: Auch durch den Brauch eines bestimmten eigenen Lernens in Bezug auf ein bestimmtes Wissen erfolgt eine eigene Einweihung, in Klammern Initiation, respektive Aufnahme in den Lernstoff. Und dann schreibst du noch weiter, dass das nichts mit einer Taufe und Teufelsaustreibung und so weiter zu tun hat. Einweihung ist ganz einfach das, dass man man sagt dem, einführliche Erklärungen abgibt. Man tut den Menschen, wenn man sie einweihen, das weisst ja du auch, eine Einweihung ist eine Erklärung über das, dieses und jenes. Bis grundsätzlich ist, was also erklärt wird, wie alles zusammen vor sich geht. Das ist das, was man machen tut gegenüber den anderen Menschen. Und man tut sich selber einweihen durch das, was man lernt und sich selber erklären tut und aufnehmen tut, was richtig ist. Eine Selbsteinweihung ist eine Selbsterklärung, oder? Wie, was, wo etwas stattfinden tut. Und in Bezug auf die Einweihung der Mitmenschen ist es genau gleich, man macht es genau gleich, nur tut man dort reden mit den Leuten, man tut sprachlich sich unterhalten, Rede und Antwort stehen und so weiter und so fort. Was man auch bei einer Selbsterklärung macht, man tut nachschauen, man tut nachforschen, was ist richtig, und man tut sich das einprägen. Das ist die Erklärung, das ist eine Erwähnung oder eine Einweihung oder wie dem immer willst sagen. Das kennst du auf unserer Welt in der deutschen Sprache hauptsächlich Einweihung, oder? Es wird jemand eingeweiht in das, in dieses und in jenes. Es ist nicht etwas Spezielles, wo man machen tut, wie soll ich sagen, etwas Spezielles, wo man machen tut, ja, wie soll man dem sagen, wo unwirklich ist oder unwirklich wirken tut. Man kann eine geheime Einweihung machen, wo nur für wenn du zum Beispiel geheiratet bist, weihst du deine Frau ein, erfolgt eine Einweihung, du tust sie einweihen über das, über dieses oder jenes, über ein Geheimnis zum Beispiel, oder eine geheime Einweihung und so weiter und so fort. Und das beim Militär passiert genau dasselbe, oder? Das Volk wird oder das Militär wird eingeweiht in das, was vor sich geht.
Auch wenn Militärsachen erstunken und erlogen werden, oder? Das kennt man ja, oder? Das grösste Problem diesbezüglich haben wir mit Amerika, wo lügt nach Strich und Faden, genau wie die Medien und so weiter und so fort. Und da heisst's allgemein, das ist eine Einweihung. Das ist also eine Erklärung, die abgegeben wird. Am nächsten, der Frau oder dem Sohn oder deiner Tochter, deinen Brüdern, deinen Eltern oder dem Volk. Oder? Und die Wege, die können ehrlich sein, die können aber auch erstunken und erlogen sein nach Strich und Faden. So wie der Hitler das gemacht hat im letzten Weltkrieg, das ganze Volk auf seine Seite gebracht hat, durch falsche, durch verlogene Einweihungen, oder? Also durch Erklärungen, die hinten und vorne keine Hand und Füße hatten, die also nicht gestimmt haben, die einfach Lügen gewesen sind. Oder? Ja, bei den Nazis kam dann noch dazu, dass sie halt das zum Teil ritualisiert haben mit diesen Märschen in der Nacht. Ja, mit die haben das, Feuerfackeln ja, und so weiter. und da ist eigentlich nicht der Hitler schuld gsi dran. Das sind andere gsi, wie der Schürmann und Konsorten und der Himmler und so weiter und so fort, wo wahngläubig sind. Wie man sagt, der Mensch sagt abergläubisch, oder? Das ist aber ein Wahn, es ist ein Wahnglaube. Für das und dieses und jenes, was aus dem Altertum hergekommen ist, wo sie zurückgegangen sind bis zu den Wikinger oder weiss ich was, oder? Wo sie dem nachgeforscht haben und wahnmässig das betrieben haben und damit das Volk belogen haben und so weiter und so fort. Ja. Oder? Und das hat dann die Einstellungen gegeben, die falsch Einweihungen gegenüber dem Volk, wo das Volk das und dieses und jenes oder wenigstens ein Teil vom Volk den Quatsch, wo die erzählt haben, an Lügen und Betrügerei in Bezug auf einige Sachen einfach geglaubt haben. Oder? Sie sind indoktriniert worden mit Sachen, die hinten und vorne kein Wahrheitsgehalt haben. Sie sind also missgelehrt worden, sie sind über die Ohren gehauen worden, sie sind betrogen worden. Und darum ist der Grossteil vom deutschen Volk nicht in dieser Art und Weise schuldig, wie sie schuldig gemacht worden sind von den Amerikanern zum Beispiel oder Engländer oder auch von den Schweizer, oder? Mhm. Weil die Sache ganz anders war und sich ganz anders verhalten haben, als das wirklich alles der Wirklichkeit entsprochen hat. Sie sind also belogen und betrogen worden. Der Grossteil vom Volk. Und andererseits hat ein Zwang dahinter gesteckt. Mit dem Handaufheben, Hitlergruß und so weiter und so fort. Das ist zwangsmässig gewesen. Wer die Hand nicht aufgestreckt wurde, nicht aufgestreckt hat, ist als Verräter oder weiss ich was bezeichnet worden. Da hat das Volk müssen mitmachen und mitheulen, ob es wollen hat oder nicht hat wollen. Oder? Und sonst haben sie mit dem Leben gespielt. Von dem aber ist nie etwas gesagt worden. Oder? Es ist auch nicht in den Medien gekommen, auch nicht da in der Schweiz und so weiter. Von dem ist nie gedreht worden, dass die Indoktrination durch den Hitler und seine Genossen und so weiter stattgefunden hat, dass das Volk gezwungen worden ist, das praktisch zu glauben, was der Hitler und seine Elemente rundherum erzählt haben. Oder? Ja. Wenn der Hitler gehört hast, oder gesehen hast, wenn er geredet hat, hast du seinen blanken Fanatismus gesehen,
genau wie wenn der Hitler, der Himmler zum Beispiel geredet hat und so weiter und so fort. Oder? Die sind richtig fanatisch gewesen. Ja. Ja, Oder? Goebbels, ne? Der Goebbels und Konsorten, das sind mehrere solche Gestalten gewesen. Es sind nicht nur 2 oder 3 gewesen, es sind mehrere Dutzend gewesen, wo stur durchgegeben haben auf dem Hitler sein Ding, auf dem Hitler seine Ideen und wo die anderen gebracht haben, wo das gemacht worden ist, was andere gesagt haben. Oder? Ja. Und der Vernichtungskrieg gegen die Juden, der Antisemitismus, der aufgekommen ist, der ist eigentlich nicht vom Hitler selber ausgekommen, sondern er ist auch indoktriniert worden und hat den Judenhass aufgebaut. Er hat seine Meinung auf Antisemitismus aufgebaut, obwohl er selber ein Jude war. Ja. Das, es ist ja ein Witz, aber es ist tatsächlich so. ja. Und dass das deutsche Volk dafür im Boden gestampft worden ist, das ist völlig falsch. Es ist indoktriniert worden und zwangsmäßig indoktriniert worden. Wenn sie nicht gespürt hat, sind sie einfach umgelegt worden. Oder? Ja. Sie haben keine andere Wahl gehabt, als mitzumachen. Sie haben nicht einmal gewusst, was wirklich im Hintergrund alles geht und läuft, oder? Ja. Sie sind, wo die Amerikaner dann nachher gekommen sind und, das sind ja die Hauptsächlichen gewesen, wo das Volk nachher aufgeklärt worden ist, aber auch wieder mit Lügen, oder? Und Betrug. Mit Sachen, die wirklich nicht stattgefunden haben, sind sie indoktriniert worden und so weiter und so fort. Ja. Und ich bin ja noch ein Kneisel gsi dort mal, aber mit dem Sfat bin ich sehr viel in dem sogenannten Nazi-Deutschland gsi, wie es geheissen hat dort mal. Oder der Nazi-Reich hat's geheissen draussen, da in der Schweiz hat's geheissen, eben Nazi-Deutschland und so weiter und so fort. Die Deutschen sind also nicht einfach zu verdammen und zu verfluchen gewesen, sondern sie haben auch keine andere Möglichkeit gehabt, als dem nachspuren, was ihnen indoktriniert worden ist. Oder? Und darum hat man ja auch die Gruppe gehabt, die dagegen geschaffen haben, aber wenn man es verwünscht hat, dann sind sie abgeknallt worden oder aufgehängt worden, oder? Und das passiert überall auf der Welt. Genau dasselbe in Israel, Palästina unten, wo da Sachen laufen diesbezüglich, wo aschgrau sind, wo aber öffentlich bestritten wird, wo gelogen wird nach Strich und Faden und betrogen wird nach Strich und Faden, wo hinten und vorne nicht stimmt. Ja, also was jetzt Gaza zum Beispiel angeht und dann wird geschrieben, die Hamas kämpft, da frage ich mich, in diesen Schutthaufen, da kannst du gar nicht mehr kämpfen. Ja. Das ist alles nur noch ein Schutthaufen. Das ist einfach eine Ausrottung vom Netanyahu. Ja. Das ist nichts anderes, das ist nicht einmal ein Krieg, das ist eine Vernichtung, das ist eine Ausrottung. Ja. Was er durchführt, das ist nicht einfach Krieg. Ein Krieg, ein normaler Krieg läuft ganz anders. Der hat nichts mit dem zu tun, was der Netanyahu machen tut. Ja. Oder? Ja, weil sie ja weiterhin gar keine Friedensbestrebungen haben. Und das weiter. Von der Hamas stimmt auch nicht alles, was die erzählen. Die haben da eigene Leute hingerichtet und also bis vor kurzem weiss ich das, was passiert ist. Eigene Leute hingerichtet, weil sie dagegen sind, gegen das, was die Hamas macht.
Mhm. Ja. 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 Und sie haben mehrere hundert haben sie einen Serweg eingerichtet, wo ich selber beobachte. In der Ukraine, da hat man die Leute, die gekommen sind, Frauen, Männer und sogar Kinder. Es sind 2 Kinder dabei gewesen, die sind also halbwüchsig gewesen. Ja. Die hat man einfach erschossen und gesagt, das sind Flederer. Ja. Ja. Ja, Eigene Leute. ja, oder Aber das kommt natürlich nicht in die Zeitungen, das kommt nicht in die Medien, nicht in die Zeitungen, nicht in Fernsehnachrichten und so weiter. Das schwiegt man einfach tot. ja. Oder? Darum muss ich auf 14 Tage von Courage. Ja, so viel am Reisen. Gut, kommen wir zurück hier. Etwas später erklärst du zu den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten und ja, da das wichtige Akteure oder Gruppen waren zu jener Zeit, wollte ich da kurz drauf eingehen. Ja, das ist heute noch so. Ja, genau, gerade deswegen, weil sich das ja im Grunde bis in die Gegenwart hält, nur andere Namen im Grunde. Ja. Also Erklärung Pharisäer. Pharisäer von Hebräisch, die Abgesonderten. Im Judentum stellen die Pharisäer eine religiöse, politische Bewegung dar, die im 2. Jahrhundert vor Emanuel eher als pragmatische, respektive als richtig, pragmatisch handelnde und betrachtende Richtung aus der religiösen Gruppe der Frommen hervorging. Die Pharisäer gehörten in eine Mittelposition zwischen den Sadduzäern und den endzeitlich orientierten Gruppen, denen zum Teil starke politisch radikale Ambitionen eigen waren. Genau, dann lese ich mir mal gleich noch die anderen vor, dass man das dann vergleichen kann. Sadduzäer, hebräisch von Zadok. Bei den Sadduzäern handelt es sich um eine jüdische Religionspartei und um eine religiös-politische Gruppierung, die sich im 2. Jahrhundert vor Emanuel bildete. Ihre Anhänger gruppierten sich aus aristokratischen Grundbesitzerschichten sowie aus der priesterlichen Führungselite. Dadurch war ihnen im Tempel und in Synedrion, also dem Hohen Rat, eine besondere Bedeutungsstellung zugeordnet. Aus dieser Elite stammten auch mehrere Hohepriester. Theologisch gesehen waren sie eher konservativ und so sahen die Sadduzäer Gottes Willen vor allem wirksam in der Kultordnung, folglich sie deren Bestand auch als Basis ihrer sozialen Position fanatisch verteidigten. Und dann noch die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten waren im frühen Judentum in Bezug auf die Religion Gelehrte, die sich durch gründliche Kenntnis der religiösen Überlieferungen, besonders hinsichtlich der Gesetze, auszeichneten. Die Schriftgelehrten als jüdische Gelehrte gelten auch als Leiter der Synagogen sowie als Berater und zugleich als Richter und oft als Ortsvorstand. Sind das die, was man heute sagt, Rabbiner? Kann man das mit den Schriftgelehrten vergleichen? Ja, Schriftgelehrte sind eigentlich das, was man heute hat als, wie soll man sagen, als diejenigen, wo der Schrift kundig sind in der Art und Weise, was überliefert wird. Nicht das, was einfach gegenwärtig ist, was gegenwärtig schriftlich festgehalten wird, sondern all das, was von alters her aufgezeichnet worden ist, also schriftlich festgehalten worden ist, und die sich das intus bringen, sie lernen das praktisch fast auswendig und können das dann nachher weitergeben, wo sie einfach gedankenmässig redizieren und erklären, wie, was, wo. Oder? Und das machen die Rabbiner heute genauso wie die alten Schriftgelehrten von dazumal. Und da hat sich ganz einfach der
Bezeichnung hat sich geändert. Oder? Und was zu sagen ist, der Pharisäer, das Wort wird heute noch gebraucht. Sehr viel wird das gebraucht. Für Menschen, wo falsch sind, wo Lügner sind, wo Betrüger sind und so weiter und so fort, werden heute noch als so bezeichnet, oder? Als Pharisäer. Er ist ein Pharisäer, er ist also falsch, er ist ein Lügner, er ist ein Betrüger und so weiter und so fort. Und das ist damals schon eine Serve gewesen, die haben gelogen und betrogen nach Strich und Faden. Und der Pharisäer von heute macht genau dasselbe. Der klaut dir Brille vom Gesicht und so weiter und so fort. Okay. Ohne dass es du merkst. Ja, ja. Ja, du erwähnst hier noch die Zeloten. Das waren im alten Judentum radikale antirömische altjüdische Partei im 6. Jahrhundert nach Emanuel, die sich eben dann von den Pharisäern trennten. Ja, das sind eigentlich Zeloten, das sind eine Gruppierung gewesen. Es ist alles eine religiöse Gruppierung, also das sind religiöse Gruppierungen gewesen. Und Zeloten, das sind eigentlich noch bösartige Hinterrücksler gewesen und haben gemordet und weiss ich was alles. Ja. Ja. Mir scheint, dass das im Judentum wird die Politik und Religion nur vermischt. Also Ja. da ist also natürlich auch im Christentum, wenn der Priester auf der Kanzel oder so wettert, dann hat das natürlich auch politische Folgen. Natürlich. Aber Zeloten haben das eigentlich so gemacht, sie haben Hetze veranstaltet. ja. Richtige Hetze veranstaltet. Genau wie der Netanyahu heute macht. Und die ganze Zeit während dem Krieg, und schon vor dem Krieg hat er das gemacht. Man hat ja gewusst, dass der Netanyahu eines Tages durchdreht, oder? Und das machen tut, was er früher schon proklamiert hat. Die Siechen sollte man umbringen, die sollte man ausrotten und so weiter und so fort. Und genau er ist das, was früher Zeloten genannt worden sind. Er ist also ein Zelot. Ah ja. Und da spielt es keine Rolle, wie viele Menschen umgebracht werden und so weiter. Und so können Hunderte, Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende sein. Da spielt ihm absolut keine Rolle. Als Zelot gilt oder hat gegolten und gilt heute noch, der Erfolg zählt. Der Erfolg ist das, was wir brauchen. Und da spielt es keine Rolle, wie viele Menschenleben was das kostet. Ja. Und das ist damals schon so gewesen. Nur ist es vielfach eben heimlich passiert. Und jetzt, durch den Netanyahu, passiert das öffentlich. Aber es schreit kein Hand noch. Ja. Die gleichgerichtet sind, die befürworten das. Ja. Oder? Und es ist nämlich so, wenn ein Mensch, genau der ins Militär geht, der denkt nicht dran, ich muss morden, ich muss töten. Er wird gezwungen dazu, zum zu töten. Morden. Militärisch. Oder? Auch wenn er Hemmungen hat und das nie, er behauptet, ich würde das nie machen. Aber im Krieg macht es. Und wenn er einen umgebracht hat, ob ein Kind, ob eine Frau oder ein Mann, ob jung oder alt, da spielt keine Rolle. Ein Mensch umgebracht. Nachher ist das Intus und dann fährt er weiter und weiter und weiter und weiter. Dann gibt's ja keinen Halt mehr. Ja. Dann, das ist bei den Massenmördern genau dasselbe Prinzip.
Oder es ist das Prinzip von der Massenmörder. Einmal ist kein Mal. So heisst's. Einmal ist kein Mal. Und dann geht's aber weiter. Läuft automatisch weiter. Wenn der Mensch einen umgebracht hat, dann ist das bereits in Intus. Das ist wirklich Intus und dann läuft das weiter. Der Nächste, der Übernächste, der andere und so weiter und so fort. Und wenn der Mensch einmal einen Menschen umgebracht hat, dann, wenn er wieder in eine Situation hineinkommt, wird er es wieder machen. Ja. Unweigerlich. Und das ist seit alters her schon so. Da gibt's kein Pardon, nichts, keine Entschuldigung dafür. Es passiert einfach dann. Ja. Und darum hast in der Geschichte von der Erdenmenschheit nichts anderes als Mord und Totschlag. Durchgehend, von alters her. Ja. 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 Aber da hatten wir schon drüber gesprochen, das hat halt eben auch viel mit dem Aggressionsgehen. Natürlich. Ja. Und weil das nicht bekämpft ist, weil das nicht aufgehoben ist, oder? ja. Und das Aggressionsgen, das ist zuständig für das, dass es immer und immer und immer wieder kommt. Ja. Wenn das nicht bekämpft wird und das abgeleitet wird. Es gibt Menschen, viele Menschen, wo zum Beispiel in den Krieg müssen, weil sie eben gezwungen werden vom Staat, oder? Das ist die letzte Gemeinheit, die der Staat macht, dass Militärdienst und das Morden, Kriegen obligatorisch ist, gell? Weil der Staat befehlt, du musst töten, du musst zerstören und so weiter und so fort. Wo sich der Mensch nicht kann wehren dagegen, oder? Sonst wird er unter Umständen halt, wie es von alters her ist, selber umgelegt. Ja. Weil er Befehlsverweigerung ist. Ja, sie zwingen dich Oder- zu morden. Ja, Fast. ja. Und dann gibt's halt Menschen, das kommt immer wieder vor, wo nachher dann ein schlechtes Gewissen haben und nachher sich Gedanken machen und da anfangen zu studieren. Sie fangen bis zum Hintersinnen und so weiter und so fort, weil sie eben ein schlechtes Gewissen haben, weil sie Menschen umgebracht haben. Das gibt's halt dann auch. Oder? Wo Menschen durch das, was sie erleben in dieser Beziehung, anfangen wirklich denken und die Sache so sehen, wie es dann richtig ist. Und die landen vielfach nachher dann in ihren Häusern oder weiss ich was, oder? Ja. Weisst, wo Menschen wirklich ein schlechtes Gewissen haben und die Sachen, die sie gemacht haben, bereuen und nicht mehr zu Schlag kommen damit und sich unter Umständen noch selber umbringen. Ja. Selbstmord begehen. Kennst du den Dokumentarfilm The Act of Killing? Nein. Der ist 2012 oder so ist der, glaube ich, rausgekommen, ein bisschen später. Da ist ein Amerikaner nach Indonesien gegangen, wo es in den Mitte der 60er haben sie dort ja die ganzen Kommunisten umgebracht, so schätzungsweise 2,5 Millionen. Und die haben dem gezeigt, wie sie die Leute umgebracht haben, Ja. und waren auch stolz darauf. Mhm. Und der eine litt aber dann nachher auch immer wieder unter Albträumen. Ja, ja. Und dann meinte der andere, ja, du musst dir eine gute Ausrede einfallen lassen. Mhm. So, oder eine gute Rechtfertigung. Ja. Und dann ist das kein Problem. Und das erzählen die alles vor der Kamera. Ja. Auch der von der Zeitung erzählt, ja, ein Kopfnicken von mir und der war ein toter Mann. Ja. Na, da haben sie dann Leute einfach angeschafft und haben gesagt, haben den als Kommunisten Ja, beschimpft und so weiß, weiter. weiß. Und dann war jemand da von der Zeitung, der das auch in die Kamera sagt. Ja, Mhm. ich habe diese Drecksarbeit nicht gemacht, Leute umzubringen. Ein Kopfnicken oder Ja. ein Wink von mir war Ja. genug und der war tot. Ja.
Ja. Es ist, Ich weiss das von Sendungen, wo ich kennengelernt habe, wo mir erzählt haben, wie, was, wo, dass das wirklich so ist, dass sie nachher bereuen. Und 2 davon habe ich kennengelernt, die haben sich nachher selber erschossen. Die haben das nicht mögen, verkraften. ja. Ja. Aber sowas habe ich noch ich kenne keinen anderen Ich habe Dokumentarfilm, wo die da so frei drüber sprechen. Weil normalerweise müssten Ich kenne den Film nicht, ich kenne es nur von Sendungen, wo mir erzählt haben, was in ihnen vorgegangen ist. Und eben 2 davon, die haben sich nachher selber erschossen. ja. Haben gesagt, da kannst du mir sagen, was du willst. Ja. Fang mich gerade an früher. Die haben mir gesagt, sie werden sich mit Sicherheit eines Tages umbringen, und sie haben sich tatsächlich umgebracht. Ja. Ja, sie haben sich dann erschossen. Sie haben es wirklich nicht mehr ertragen. Ja. Ja, das ist Und andere, folgt dir halt. eben, wo nachher ins Irrenhaus gekommen sind, oder? Mhm. Und völlig durchgedreht haben und ja. 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 Und da sind nicht nur Deutschen aus, weisst das ist gefürchtet gewesen, weisst, ich bin ja da noch ein Kneisel gewesen während dem Krieg, aber mit dem Sfat, da ist halt sehr weg gewesen, da habe ich das kennengelernt, und Frauen, eine hat 4 Erwachsene erschossen, Frauen. Und 4 Erwachsene und 4 Kinder. Sogar Kinder erschossen. Wo einfach so narzisstisch gsi sind, also weisst, nach dem, was indoktriniert worden ist, oder? Und da sind viele Frauen gewesen. Es ist nicht nur eine gewesen, es sind wirklich viele gewesen, die auf Menschen geschossen haben und Menschen umgebracht haben. Ja. Ja. Und die weiss ich, die hat eben 4 Erwachsene erschossen. Das sind Gefangene gewesen, 4 Gefangene, wo sie erschossen hat, und zusätzlich 4 Kinder. Ja. Ja. Weißt, und, Es ist aber es ist nicht so schwer, Leute zu diesem Punkt zu bringen, im Grunde. Nein, das ist gar nicht schwer. Also. Die Indoktrination zum Menschen umbringen, die ist so auf das ausgerichtet, da braucht es wirklich nicht viel. Das heisst, ja, du musst dich wehren. Ja. Und aus dem sich wehren raus wird sofort der andere umgebracht. Ja. Das heisst, ja, es ist ja Notwehr gewesen. Es ist auch keine Notwehr gewesen, auch bei dieser Frau nicht, wo ich dort kennengelernt habe, 4 Erwachsene und 4 Kinder.